By the way, you can use all those different tickets on buses, trams and underground trains. So, if you have to take different means of transport on one journey, no problem. You can change from U-Bahn to bus or tram or vice versa on the same ticket. Eine Fahrkarte genügt für alle Verkehrsmittel. You only need one single ticket for all means of transport. Eine Fahrkarte genügt für alle Verkehrsmittel. In that last dialogue, the ticket clerk said, Eine Streifenkarte ist billiger. he could have been more specific and said, Eine Streifenkarte ist billiger. a multiple journey ticket is cheaper Eine Streifenkarte ist billiger than 5 single tickets. als 5 Einzelfahrscheine. Eine Streifenkarte ist billiger als 5 Einzelfahrscheine. Or to put that another way, 5 Einzelfahrscheine sind teurer als eine Streifenkarte. 5 single tickets are more expensive than a multiple journey ticket. Did you notice how easy it is to say that one thing is more or less Als than another thing? For instance, diese Fahrkarte hier ist billiger als der Einzelfahrschein dort. this ticket is less expensive or cheaper than that single ticket. Und noch 2 Beispiele, die beide etwas mit der U-Bahn zu tun haben. Beim ersten geht es um das Wort Linie. Line. Diese Linie ist moderner als die anderen. This line is more modern than the others. Beim zweiten Beispiel geht es um das Wort Wagen. That's a rather old-fashioned word for car, but in this context it means carriage. Dieser Wagen hier ist unbequemer als der dort. This carriage is less comfortable than that carriage. So, when making comparisons, simply add the letters ER. to the adjective and that's it. Teuer, teurer. Billig, billiger. Modern, moderner. Bequem, bequemer. Und zum Schluss Some more examples about Munich and the U-Bahn in comparison with London and the Underground. München ist viel kleiner als London. Munich is smaller than London. Die U-Bahn in London ist viel älter als die in München. Sie ist außerdem viel schmutziger. The London Underground is older than the Munich Metro, and it's dirtier too. Or to put that another way, Die U-Bahn in München ist moderner als die in London und sauberer. if you want to express equality, for example, something is as good, as big, or as old as something else, use Genauso wie. Zum Beispiel, Tokio ist genauso teuer wie London. Tokyo is as expensive as London. Noch ein Beispiel. Die U-Bahn in London ist vielleicht genauso groß wie die in New York. The London Underground is perhaps as big as the New York subway. Before we leave the subject of public transport, here's a useful number if you're travelling. 0800 150 70 90. That's the number for the Reiseservice der Deutschen Bahn. travel service of Deutsche Bahn, otherwise known as DB. That's the acronym for the German national railway system. If you want to ring Deutsche Bahn from your mobile phone, you'd better use a different number. 01805 221 100. That's the number for the travel service of Deutsche Bahn if you're ringing from your mobile phone. Here are those 2 numbers again. Listen and repeat. First, the free phone number for Deutsche Bahn inquiries. 0800 150 70 90. Now the Deutsche Bahn number for mobile phone users. 01805 221 100.
Another rail network, which could be useful if you're in or near a major town in Germany, is Die S-Bahn. which stands for, Schnellbahn. literally, fast train, but better known as suburban train. The S-Bahn is a rail network that connects many villages and towns from the areas around big cities like Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart or Munich with the city centres. For example, if you arrive at Munich Airport, you can take the S-Bahn to downtown Munich. But the S-Bahn is also a useful means of transport for trips to idyllic rural areas like Starnberger See oder Ammersee. two very pleasant lakes at the foot of the Alps. In case you've got more time to spend and want to go to the mountains proper, let's say the Zugspitze. that's the highest mountain in Germany, or to Schloss Neuschwanstein. the world-famous fairy tale castle of that slightly weird and eccentric Bavarian king, König Ludwig II. then you'll have to use the national railway network, Deutsche Bahn. or, for certain routes, the Bavarian Railway Company. BOB. That's another acronym in the German transport system meaning Bayerische Oberlandbahn. Und jetzt endlich zurück zu unserer Geschichte von Jane und Stefan. If you remember, Jane has now decided to stay on in Germany till Sunday morning. And already today, she and Stefan have gone to the travel agency to change her flight from this evening, Friday evening, to Sunday morning. They've also rung Deutsche Bahn and inquired about S-Bahn connections between Munich Central Station and a town called Starnberg. You may remember that they want to go to Lake Starnberg, which is a large lake some 20 miles to the south of Munich. There, they want to catch the Museumslinie. Museum Line, a boat trip to the famous Buchheim Museum in Bernried, where Jane and Stefan would like to have a look at the Naive Kunst. naive art Und die Meisterwerke des Expressionismus. and the masterpieces of expressionist art that the Buchheim Museum is famous for. Well, I must say, they are adventurous, those two. First a trip by train, then on a boat, and after that, back to a train. Sounds exhausting to me. But it's now Friday afternoon at the sports fair, and during a lull at her company's stand, Jane has been exercising her legs, and her German, with a visit for some coffee for herself and Stefan. On the way back to the Champ-style stand, she stopped off for something sweet for them both at Eine Konditorei. a patisserie. Noch einmal dieses Wort und bitte wiederholen Sie es. Eine Konditorei. Armed with coffee and pastries, Jane is about to return to her company's stand when she notices Eine elegante Frau. an elegant woman. To find out what she wants, listen to the first part of this conversation. Freitag, 1. Oktober, 15:45 Uhr. Am Eingang des Messezentrums. Guten Tag. Könnte ich bitte kurz mit Ihnen sprechen? Ja, natürlich. Sie sind von der Firma Champ-style, nicht wahr? Der englischen Firma, die Sporthemden herstellt. Ja, genau. Aber Sie sind nicht Frau Lewis. Frau Lewis? Nein, warum? Mein Bruder. Ihr Bruder? Entschuldigung, aber ich verstehe nicht. So, the woman seems to be wanting to say something about Ihren Bruder. her brother. Jane doesn't understand what the woman wants. Fortunately for Jane at this point, Klaus, a colleague of Stefan's, is passing by. When he sees Jane, he stops to say hello. Hearing of Jane's problem, Klaus agrees to interpret or Übersetzen. to translate. Klaus tells the woman he'll translate what she wants to tell Jane. Ich werde übersetzen, was Sie, Frau Richardson, sagen wollen. Bitte hören Sie zu. Ihr Bruder? Entschuldigung, aber ich verstehe nicht. Ah, Jane, guten Tag. Klaus, Ja, hallo, wie geht's? danke, gut. Sie sprechen doch Englisch, Klaus, oder? Englisch? Ja, ein bisschen. Oh, gut.
Haben Sie Probleme? A bit of a problem, yes. This woman seems to have something to tell me. And you don't understand her. That's it. You want me to translate? Would you? Ja, klar. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Oh ja, bitte. Leider spricht Frau Richardson nicht sehr gut Deutsch. Sie ist Engländerin. Ja, ich weiß, dass sie Engländerin ist. Sie arbeitet bei Champstyle wie Frau Lewis. What's that about Linda Lewis? Ich werde übersetzen, was Sie Frau Richardson sagen wollen. Sie sind ein Freund von ihr? Nein, ein Kollege. Gut. Mein Bruder heißt Sebastian Erler. Kennen Sie ihn, Jane? You know him, this Sebastian Erler, this lady's brother. I don't think so. Aber er kennt sie. Und er kennt Frau Lewis. Und die Firma Champstyle. Really? How? The woman is talking about her brother, Sebastian. Jane doesn't think she knows this Sebastian, but the woman tells her, Aber kennt sie. but he knows you. Und kennt Frau Lewis und die Firma Champstyle. And he also knows Linda Lewis. Remember Linda, the one whose place Jane has taken on this trip? And he knows Champstyle. We'll find out more about this Sebastian in the next part of the conversation. Aber vorher wieder einmal ein paar neue Wörter und Ausdrücke. Bitte hören Sie erst zu und wiederholen Sie die neuen Vokabeln dann nach dem zweiten Mal. Das Verhalten. The behavior. Das Verhalten. Erklären. To explain. Erklären. Erfolgreich. Successful. Erfolgreich. Fleißig. Hard-working. Fleißig. Gewissenhaft. Conscientious. Gewissenhaft. Sportartikel. Sports equipment. Sportartikel. Ständig. Permanent. Ständig. Es ging mit seinem Geschäft bergab. His business went downhill. Es ging mit seinem Geschäft bergab. Er geriet in finanzielle Schwierigkeiten. He got into financial difficulties. Er geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Schrecklich. Awful. Dreadful. Schrecklich. Finally, in this next section, remember the rule about omitting the word for a after the verb Sein. and before the word for a profession? Zum Beispiel, er ist Konditor, sie ist Ärztin. Well, when it comes to a term such as Geschäftsmann, businessman, which is rather vague, the rule is not necessarily applied. You'll hear an example of that in this next dialogue. But before then, a recap of the new language. fleißig, gewissenhaft. Das Verhalten, ständig. Er geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Erklären, erfolgreich, schrecklich. Sportartikel. Es ging mit dem Geschäft bergab. As you listen to the next part of the conversation, listen out for what happened to Sebastian. Bitte hören Sie zu. Ich möchte das merkwürdige Verhalten meines Bruders erklären. Mein Bruder war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er war fleißig und gewissenhaft. Und er war Chef seiner eigenen Firma, einer Internetfirma für Sportartikel. Hold it, sorry. I didn't quite get everything. She wants to explain the strange behavior of her brother. He was a successful, hard-working businessman, and he had his own company, an internet company for sports equipment. Oh,
Right. Er hatte viele gute Ideen, aber der ständige Stress war zu viel für ihn. Und er wurde krank. Und dann ging es mit seinem Geschäft bergab und er geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Das ist ja schrecklich. Sie sagt, er wurde krank because of stress and his business got into difficulties. That's dreadful. Armer Sebastian. Seit Januar ist er krank. Januar? He has been ill since January. Poor Sebastian was a successful businessman. He had his own internet company for sports equipment. He was hard-working and conscientious, and he had plenty of good ideas. But the permanent stress was too much for him, and he fell ill. Wurde krank. His business went downhill, Es ging mit seinem Geschäft bergab and he got into financial difficulties. und er geriet in finanzielle Schwierigkeiten. We'll continue the conversation in a moment, but first some new words and phrases. Bitte hören Sie erst zu und wiederholen Sie die deutschen Vokabeln dann nach dem zweiten Mal. Zufällig, By any chance, zufällig. Gut aussehend, handsome, gut aussehend. So etwas kommt vor. these things happen. So etwas kommt vor. Alles wird besser werden. It will all get better. Alles wird besser werden. Wieder, Again, wieder. Wer weiß, who knows? wer weiß. Wir werden sehen. We'll see. Wir werden sehen. Und jetzt noch einmal alle neuen Vokabeln. So etwas kommt vor. Zufällig. Gut aussehend. Alles wird besser werden. Wieder. Wer weiß. Wir werden sehen. And so to the next part of the conversation, as Jane suddenly has an idea. Could this Sebastian have anything to do with the strange man with the beard? Bitte hören Sie zu. Wait a minute. Ihr Bruder, hat, ask her if he has a black beard. Hat Ihr Bruder zufällig einen schwarzen Bart? Ach, dieser schreckliche Bart. Na, es ist sehr schade. Er ist eigentlich ein gut aussehender Mann. So it's him. Der merkwürdige Mann. Wie bitte? Nothing. Frau Erla. Angelika Erla. Frau Erle, es tut mir sehr leid, aber Tja, so etwas kommt vor. Aber eines Tages wird alles besser werden. Und er wird hoffentlich wieder normal sein. Wer weiß. Wir werden sehen. what was that? These things happen. One day it will all get better and hopefully he will be normal again. Who knows? We shall see. So, Sebastian and the strange man with the beard are one and the same. But why does he think that Jane has something for him? You'll learn more about this situation in the next part of the dialogue. But before that, Wieder einmal ein paar neue Vokabeln. Bitte hören Sie erst zu und wiederholen Sie die deutschen Wörter dann nach dem zweiten Mal. Letztes Jahr. last year, Letztes Jahr. Er hat kennengelernt. he met. Er hat kennengelernt. Sie haben sich lange unterhalten. They spoke for a long time. Sie haben sich lange unterhalten. Miteinander. Together, Miteinander. Gemeinsame Projekte. joint projects. Gemeinsame Projekte. Und hier noch einmal die neuen Vokabeln. Letztes Jahr. Er hat kennengelernt. Sie haben sich lange unterhalten. Miteinander. Gemeinsame Projekte.
And now here's part of the last conversation with the next part. So far, Sebastian's sister, Frau Erler, has talked about her brother and his illness. But, as Jane rightly says, what's that got to do with her and Champstyle? Bitte hören Sie zu. Eines Tages wird alles besser werden und er wird hoffentlich wieder normal sein. Wer weiß, wir werden sehen. What was that? One day it will all get better, and hopefully he will be normal again. Who knows? We shall see. Oh, right, but what's this got to do with me or Champstyle? Look, could you tell Frau Erler that for some extraordinary reason her brother thinks I've got something for him? Aus irgendeinem Grund denkt Ihr Bruder, dass Frau Richardson etwas für ihn hat. Ja, aber das stimmt nicht. Letztes Jahr hat er Frau Lewis auf der Messe kennengelernt. Auf der Messe? Ja, auf der Sportmesse. Hier in München? Ja, natürlich. Sebastian und Frau Lewis haben sich lange miteinander unterhalten. Sebastian hatte viele Ideen für ihre Firma. Vor allem haben sie über gemeinsame Projekte gesprochen. So, what does Sebastian's illness have to do with Jane and Champstyle? Frau Erler tells Jane that her brother met Linda Lewis at last year's sports fair and they talked for a long time together. Sie haben sich lange miteinander unterhalten. Frau Erler also mentioned that her brother had many ideas for Jane's company and that they discussed joint projects. Sebastian hatte viele Ideen für ihre Firma. Vor allem haben sie über gemeinsame Projekte gesprochen. We'll come back to Frau Erler in a moment. But first, another look at the two commonest verbs. The first is Haben. which you heard in that dialogue in the past tense. Sebastian had lots of ideas. Sebastian hatte viele Ideen. You also heard that form in an earlier unit when Sonja was talking about the man at the window who had a black beard. Der merkwürdige Mann am Fenster hatte einen schwarzen Bart. Haben. Ich hatte, I had. du hattest, You had. er sie es hatte. He, she or it had. Wir hatten, We had. ihr hattet, You had. sie hatten. They had. So, that's haben in the past tense. Next, the same tense of that other very common verb. Sein. You've heard this in its past form a number of times in the singular. For example, Ich war unter der Dusche. Er war Lehrer. and then again just now in the plural. Es waren gute Ideen. Sein. Ich war, I was. du warst, You were. er sie es war. He, she or it was. Wir waren, We were. ihr wart, You were. sie waren. They were. So, that's the past tense of the verb to be. And before that, the past tense of the verb to have. Und jetzt weiter mit dem Gespräch zwischen Jane, Klaus und Frau Erler. Vorher aber wieder einmal ein paar neue Wörter und Ausdrücke. Bitte hören Sie erst zu und wiederholen Sie die deutschen Vokabeln nach dem zweiten Mal. Mit Hilfe von. With the help of. Mit Hilfe von. Ein Geschäft. A business. Ein Geschäft. In ein Geschäft einsteigen. To go into a business. In ein Geschäft einsteigen. Auf den Markt bringen. To market. Auf den Markt bringen. Eine Werbekampagne. An advertising campaign.
Eine Werbekampagne. Und hier noch einmal alle neuen Wörter. Ein Geschäft. Eine Werbekampagne. Mit Hilfe von. Auf den Markt bringen. In ein Geschäft einsteigen. Und jetzt zu unserem Gespräch. Frau Erler has been talking about a meeting her brother had with Linda Lewis. What did they discuss? Was haben Sie besprochen? Bitte hören Sie zu. Sebastian und Frau Lewis haben sich lange miteinander unterhalten. Vor allem haben sie über gemeinsame Projekte gesprochen. Champstyle wollte mit Hilfe von Sebastians Firma in das Internetgeschäft einsteigen. Und Sebastian wollte seine Sportartikel in England auf den Markt bringen. Er hatte große Pläne für die Werbekampagne. Klaus, help. Champstyle wanted to go into the internet business with the help of Sebastian's company. And Sebastian wanted to market his sports equipment in England. Sebastian had many ideas for his company and Champstyle and great plans for the advertising campaign. Hatte große Pläne für die Werbekampagne. You'll hear about Sebastian's plans in this next dialogue. But first, of course, some new language. Bitte hören Sie erst zu und wiederholen Sie die neuen Vokabeln dann nach dem zweiten Mal. Im Einzelnen. In detail. Im Einzelnen. Die Pläne sind mir bekannt. I know about the plans. Die Pläne sind mir bekannt. Sportler. Sports people. Sportler. Ein Fußballclub. A football club. Ein Fußballclub. Sie sollten beteiligt sein. They were to be involved. Sie sollten beteiligt sein. And that new language again. Sportler. Die Pläne sind mir bekannt. Sie sollten beteiligt sein. Ein Fußballclub im Einzelnen. And now here's the next part of the conversation. Bitte hören Sie zu. Seine Pläne sind mir nicht im Einzelnen bekannt. So, what are these plans? She doesn't know any details. Ich weiß nur, dass deutsche und englische Sportler und Fußballclubs an der Kampagne beteiligt sein sollten. So, what are Sebastian's plans? Unfortunately, Frau Erler doesn't know any details. Seine Pläne sind mir nicht im Einzelnen bekannt. She only knows that German and English sports people and football clubs were to be involved. Ich weiß nur, dass deutsche und englische Sportler und Fußballclubs an der Kampagne beteiligt sein sollten. In the next part of the conversation, Jane again asks what all this has to do with her. But before you hear Frau Erler's reply, the new vocabulary. Hat gestohlen. Has stolen. Hat gestohlen. Lächerlich. Ridiculous. Lächerlich. Das Gegenteil. The contrary. Das Gegenteil. Und gleich noch einmal alle neuen Vokabeln. Hat gestohlen. Lächerlich. Das Gegenteil. Und jetzt weiter mit unserem Gespräch. Once again, Jane asks what it's got to do with Champstyle. Bitte hören Sie zu. Aber ich verstehe nicht. Klaus, tell her please that I don't understand what all this has got to do with me and Champstyle. Frau Richardson versteht nicht, was das alles mit ihr und Champstyle zu tun hat. Sebastian glaubt, dass Frau Lewis seine Pläne gestohlen hat. Wirklich? Aber das ist lächerlich. Und er glaubt, dass Champstyle seine Firma gestohlen hat. Aber das ist doch unmöglich. Natürlich. Das weiß ich auch. Und es gibt Tage, an denen er es auch weiß. Aber es gibt auch Tage, an denen er das Gegenteil glaubt.
So, what exactly does all this have to do with Jane and Champstyle? Klaus translates this as: Frau Richardson versteht nicht, was das alles mit ihr und Champstyle zu tun hat. Frau Erler tells Klaus that her brother thinks that Frau Lewis has stolen his plans and his company. Sebastian glaubt, dass Frau Lewis seine Pläne gestohlen hat und er glaubt, dass Champstyle seine Firma gestohlen hat. That's ridiculous, of course, and Frau Erler knows that. And there are days when Sebastian knows it perfectly well. Es gibt Tage, an denen er es auch weiß. But there are also days when he thinks otherwise. Aber es gibt auch Tage, an denen er das Gegenteil glaubt. In this next part of the conversation, which is also the last part, Frau Erler tells Jane and Klaus about some of the things that have happened to her brother since his illness began. Damit Sie alles verstehen, hier die neuen Vokabeln. Seine Frau hat ihn verlassen. His wife has left him. Seine Frau hat ihn verlassen. Sie hat mitgenommen. She took with her. Sie hat mitgenommen. Allein, On his own. allein. Fertig werden mit. To cope with. Fertig werden mit. Here's that new language again. Seine Frau hat ihn verlassen. Sie hat mitgenommen. Allein. Fertig werden mit. Und damit zum letzten Teil des Gesprächs zwischen Jane, Klaus und Frau Erler. Bitte hören Sie zu. Sind Sie verheiratet? Ich? Verheiratet? Nein, ich war verheiratet, aber mein Mann ist gestorben. Ach, das tut mir leid. Sebastian war auch verheiratet. Er hatte eine wunderbare Frau und wunderbare Kinder. Aber als er krank wurde und es mit der Firma bergab ging, hat seine Frau ihn verlassen und sie hat die Kinder mitgenommen. Jetzt muss er mit seinen Problemen ganz allein fertig werden. So, as you heard, Sebastian was married. He had a wonderful wife and wonderful children. Er hatte eine wunderbare Frau und wunderbare Kinder. But then his wife left him and she took the children with her. Seine Frau hat ihn verlassen und sie hat die Kinder mitgenommen. Now he has to cope with his problems on his own. Jetzt muss er mit seinen Problemen ganz allein fertig werden. Sebastian had his own company, an internet company for sports equipment. Er war Chef seiner eigenen Firma, einer Internetfirma für Sportartikel. Like internet, many computer terms used in Germany are English words. Zum Beispiel Software, Hardware, Modem, Monitor, Scanner, Browser, E-Mail, Website. Only the German spelling of these words might vary slightly from the English spelling. New words have also been created from English words. For example, Chatten, to chat, anklicken, to click on, scannen, to scan, and im Internet surfen. to surf the net. To get the flavour of a German conversation about computers, listen to this dialogue between two friends, Marcus and Lila. You'll hear two new words, Toll, fantastic and klappen. to go okay. Oh, and by the way, email is often abbreviated to mail. Hallo Laila, was machst du gerade? Ich chatte mit meiner australischen Freundin. Oh, ich finde Chatten blöd. Hör mal, am Samstag spielt hier eine tolle Band. Kommst du mit? Gibt's denn noch Karten? Ich glaube ja. Die Band hat eine Website. Die kannst du ja mal anklicken. Okay. Ich schick dir eine Mail, wenn's geklappt hat. Ciao. Now let's return to the sad story about Sebastian.
Here's the conversation between Jane and Frau Erler again, in a slightly shorter version. Bitte hören Sie zu. Freitag, 1. Oktober, 15:45 Uhr am Eingang zum Messegelände. Guten Tag. Könnte ich bitte kurz mit Ihnen sprechen? Ja, natürlich. Sie sind von der Firma Champstyle, nicht wahr? Der englischen Firma, die Sporthemden herstellt. Ja, genau. Aber Sie sind nicht Frau Lewis. Frau Lewis? Nein. Warum? Mein Bruder. Ihr Bruder? Entschuldigung, aber ich verstehe nicht. Ah, Jane. Guten Tag. Klaus! Ja, hallo, wie geht's? Danke, gut. Sie sprechen doch Englisch, Klaus, oder? Englisch? Ja, ein bisschen. Oh, gut. Haben Sie Probleme? A bit of a problem, yes. This woman seems to have something to tell me. And you don't understand her. That's it. You want me to translate? Would you? Ja, klar. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Oh ja, bitte. Leider spricht Frau Richardson nicht sehr gut Deutsch. Sie ist Engländerin. Ja, ich weiß, dass sie Engländerin ist. Sie arbeitet bei Champstyle wie Frau Lewis. What's that about Linda Lewis? Ich werde übersetzen, was Sie Frau Richardson sagen wollen. Sind Sie ein Freund von ihr? Nein, ein Kollege. Gut. Mein Bruder heißt Sebastian Erler. Kennen Sie ihn, Jane? I don't think so. Aber er kennt Sie. Und er kennt Frau Lewis und die Firma Champstyle. Really? How? Ich möchte das merkwürdige Verhalten meines Bruders erklären. Mein Bruder war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er war fleißig und gewissenhaft. Und er war Chef seiner eigenen Firma, einer Internetfirma für Sportartikel. Er hatte viele gute Ideen. Aber der ständige Stress war zu viel für ihn und er wurde krank. Und dann ging es mit seinem Geschäft bergab und er geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Das ist ja schrecklich. Sie sagt, er wurde plötzlich krank. Because of stress. And his business got into difficulties. Oh, that's dreadful. Armer Sebastian. Seit Januar ist er krank. Wait a minute. Ihr Bruder, hat... ask her if he has a black beard. Hat Ihr Bruder zufällig einen schwarzen Bart? Ah, dieser schreckliche Bart. Das ist sehr schade. Er ist eigentlich ein gut aussehender Mann. So it's der merkwürdige Mann. Wie bitte? Nothing. Frau Erler, Angelika Erler. Frau Erler, es tut mir sehr leid, aber... Tja, so etwas kommt vor. Aber eines Tages wird alles besser werden. Und er wird hoffentlich wieder normal sein. Wer weiß, wir werden sehen. But what's this got to do with me or Champstyle? Look, could you tell Frau Erler that for some extraordinary reason her brother thinks I've got something for him? Aus irgendeinem Grund denkt Ihr Bruder, dass Frau Richardson etwas für ihn hat. Letztes Jahr hat er Frau Lewis auf der Messe kennengelernt. Sebastian und Frau Lewis haben sich lange miteinander unterhalten. Sebastian hatte viele Ideen für ihre Firma. Vor allem haben sie über gemeinsame Projekte gesprochen. Champstyle wollte mit Hilfe von Sebastians Firma in das Internetgeschäft einsteigen. Und Sebastian wollte seine Sportartikel in England auf den Markt bringen. Er hatte große Pläne für die Werbekampagne. So, what are these plans? Ich weiß nur, dass deutsche und englische Sportler und Fußballclubs an der Kampagne beteiligt sein sollten. Aber ich verstehe nicht. Klaus, please tell her that I don't understand what all this has got to do with me and Champstyle. Frau Richardson versteht nicht, was das alles mit ihr und Champstyle zu tun hat. Sebastian glaubt, dass Frau Lewis seine Pläne gestohlen hat. Wirklich? Aber das ist lächerlich. Und er glaubt, dass Champstyle seine Firma gestohlen hat. Aber das ist unmöglich. Natürlich, das weiß ich auch. Und es gibt Tage, an denen er es auch weiß. Aber es gibt Tage, an denen er das Gegenteil glaubt. Sind Sie verheiratet? Ich? Verheiratet? Nein, ich war verheiratet. Aber mein Mann ist gestorben. Ach, das tut mir leid. Sebastian war auch verheiratet. Er hatte eine wunderbare Frau und wunderbare Kinder. Aber als er krank wurde und es mit der Firma bergab ging,
hat seine Frau ihn verlassen und sie hat die Kinder mitgenommen. Jetzt muss er mit seinen Problemen ganz allein fertig werden. Later, at the Champstyle stand, Jane tells Stefan about her encounter with Frau Erler. Before you hear that conversation, here's the last set of new language in this unit. Verrückt. Mad. Verrückt. Ich hoffe. I hope. Ich hoffe. Gute Reise. Have a good journey. Gute Reise. Das ist Berufsrisiko. It's an occupational hazard. Das ist Berufsrisiko. And that last set of new language again. Verrückt. Ich hoffe. Gute Reise. Das ist Berufsrisiko. And now the final dialogue of this unit, in which Jane tells Stefan of her meeting with Frau Erler, and Stefan tells Jane about Sonja. Hören Sie bitte zu. Am Stand von Champstyle 10 Minuten später. Der arme Mann ist verrückt. Verrückt? Natürlich. Oh, you mean mad? Ja, genau. Er ist verrückt. Oh, you could be right. But at least now we know about the poor chap. Das stimmt. Und ich hoffe, das war das Ende der Geschichte von dem merkwürdigen Mann. Mit dem schwarzen Bart. Sehr gut, Jane. I suppose that also explains how Sonja saw Linda Lewis with that chap. Ah, Sonja. Entschuldigung, Jane. Ich soll Ihnen von Sonja auf Wiedersehen sagen. Und gute Reise wünschen. Why? Wo ist sie? In Brüssel. Brussels? Es gibt ein Problem mit den Ständen der Informatikmesse, die nächsten Monat stattfindet. Oh, yes, she mentioned that at dinner the other night. Tja, das ist Berufsrisiko. An occupational hazard? Genau. But what about you? Are you still all right for the weekend? Für das Wochenende? Aber natürlich. Ich bleibe hier in Deutschland. So, that's the end of the story as far as... Es den merkwürdigen Mann mit dem schwarzen Bart betrifft. It's also the end of the story as far as Sonja is concerned. She's had to go to... Brüssel. As far as problems with stands and so on at trade fairs are concerned, Stefan says these are an occupational hazard. Das ist Berufsrisiko. Suddenly, Jane is concerned. Will Stefan also have to go to Brussels, or is he still all right? Fürs Wochenende? Fortunately, Stefan assures her that he's staying in Germany. Ich bleibe hier in Deutschland. So I wonder what's going to happen next. Ja, wer weiß. Unfortunately, we won't find out just now. Nein, leider nicht. Wir sind nämlich jetzt am Ende von Lektion 14 angekommen. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss and bye. Lektion 14. Hallo und herzlich willkommen zu Lektion 14. The topics in this 14th unit include weddings in Germany, the transport system, and of course... Die Geschichte von Jane und Stefan. Aber wir beginnen unsere Lektion mit einem Besuch bei einer Autovermietung. a car hire office. So, we're going to start this unit with hiring a car. In Germany, that's a fairly simple procedure and not much different from the one you may be used to. But, as always, it helps if you know the language. Bitte hören Sie sich die neuen Ausdrücke erst auf Deutsch, dann auf Englisch an und wiederholen Sie die deutschen Wörter nach dem zweiten Mal. Für wie viele Tage? For how many days?
Für wie viele Tage? Ein Führerschein. A driving license. Ein Führerschein. Welche Preisklasse? What category? Welche Preisklasse? Wäre, Would be. wäre. And you normally have a choice of several categories depending on the size of the car. There are Kleinwagen, small, economical cars, Mittelklassewagen, medium-sized, more powerful cars, and Luxuswagen, luxury cars. There are also Minibusse oder Transporter. people carriers or vans. Hier noch einmal die neuen Vokabeln. Für wie viele Tage? Ein Führerschein. Welche Preisklasse? Wäre. Kleinwagen. Mittelklassewagen. Luxuswagen. Minibusse. Transporter. Wie viel Sie für Ihr Mietauto bezahlen müssen, hängt von der Dauer der Miete und von der Größe des Autos ab. The amount you have to pay for a rented car depends on the size of the car and on the duration of the rental. Small cars are cheaper than big ones. That's a rule that generally applies everywhere. But always ask for special offers Sonderangebote, or special weekend offers. Wochenendtarife. Since most car hire companies can be looked up on the internet, it's normally very easy to hire a car abroad. But just in case you have to go in person to the office of a car hire firm, it's useful to know what to say. Hier also ein Gespräch in einer Autovermietung in Deutschland. Yes, here's a dialogue in a German car hire office. Listen carefully for the answer to two questions. For how many days does the customer want the car, and what are the dates? Bitte hören Sie zu. Guten Tag. Ich möchte ein Auto mieten. Ja, gern. Welche Preisklasse möchten Sie? Einen Kleinwagen bitte. Das kleinste Auto, das Sie haben. Und das wäre für wie viele Tage? Für 3 Tage. Vom 13. bis zum 15. April. Vom 13. bis zum 15. April. Sehr gut. Und Ihr Name bitte? Angelika Hertel. Und Ihre Adresse? Hintergasse 12, Augsburg. Ihren Führerschein bitte? Bitte sehr. Und meine Kreditkarte. Vielen Dank. So, how many days does the woman want to hire the car for? Für 3 Tage. Sie möchte das Auto für 3 Tage mieten. She wants the car for 3 days. And what are the dates? Vom 13. bis zum 15. April. From the 13th to the 15th of April. And just a reminder here that when talking about the period between two dates, you use Vom from the and bis zum. to the. Vom 13. bis zum 15. April. Sie möchte das Auto vom 13. bis zum 15. April mieten. She wants to hire the car from the 13th to the 15th of April. Und jetzt sind Sie dran. Yes, it's your turn. Imagine that you want to hire a car of any category for 6 days from the 22nd to the 27th of July. At the car hire office, the employee will ask you some questions. Answer them in the pause. Es geht los. Guten Tag. Ja, gern. Welche Preisklasse möchten Sie? Und für wie viele Tage? Vom 22. bis zum 27. Juli. Gut. Und Ihr Name bitte? Und Ihre Adresse?
Ihren Führerschein bitte. Vielen Dank. So, did you manage to hire your car? Wenn Sie Probleme hatten, dann hören Sie sich die Übung doch einfach nochmal an. Wenn Sie aber keine hatten, dann können Sie mit der nächsten Übung weitermachen. We're going to move on now to a different kind of transport, the train. In a moment, you'll hear a dialogue at the ticket office at a railway station, where a passenger has a problem with his ticket and seat reservation to Berlin. Wie immer hier erst einmal die neuen Vokabeln. Eine Platzkarte. A seat reservation. Eine Platzkarte. Ich möchte gern. I would like. Ich möchte gern. Umtauschen. To change. Umtauschen. Ein Sondertarif. A special price or a special offer. Ein Sondertarif. Gültig. Valid. Gültig. Reisen. To travel. Reisen. Eine Sonderfahrkarte. A special ticket. Eine Sonderfahrkarte. Ein bestimmter Tag. A specific day. Ein bestimmter Tag. Andere Reisende. Other travellers or passengers. Andere Reisende. Here's that new language again. Reisen. Ich möchte gern. Umtauschen. Ein Sondertarif. Eine Platzkarte. Gültig. Andere Reisende. Eine Sonderfahrkarte. Ein bestimmter Tag. Und jetzt zu unserem Reisenden, der eine Fahrkarte mit Platzkarte für Donnerstag, den 11. nach Berlin hat. The man has a reservation to travel to Berlin on Thursday the 11th. Aber er will die Fahrkarte umtauschen. But he wants to change the ticket. He says, Ich möchte nicht an dem Tag reisen. I don't want to travel that day. Ich möchte am nächsten Tag fahren, am Freitag, den 12. I want to go the next day, Friday the 12th. The clerk Der Schalterbeamte explains that the ticket can't be changed because it's only valid for Thursday the 11th. Diese Fahrkarte ist nur am Donnerstag, den 11. gültig. The clerk then goes on to say, it's a special ticket which is only valid for a specific day. Es ist eine Sonderfahrkarte, die nur an einem bestimmten Tag gültig ist. Hören wir uns das Gespräch an. Guten Tag. Grüß Gott. Ich habe eine Platzkarte für den Zug nach Berlin in der nächsten Woche, am Donnerstag, den 11. Aber ich möchte gern die Fahrkarte umtauschen. Kann ich Sie einmal sehen? Hier, bitte. Danke. Oh, das tut mir leid, aber diese Fahrkarte können Sie leider nicht umtauschen. Es ist ein Sondertarif, der nur am Donnerstag, den 11. gültig ist. Ja, das weiß ich. Aber ich kann an dem Tag nicht reisen. Ich möchte am nächsten Tag fahren, am Freitag, den 12. Aber das geht nicht mit dieser Fahrkarte. Warum nicht? Weil diese Fahrkarte nur für Donnerstag, den 11. gültig ist. Aber das weiß ich ja. Genau deshalb möchte ich sie ja umtauschen. Es tut mir leid. Ich kann nur noch einmal wiederholen, dass ich die Fahrkarte nicht umtauschen kann. Es ist eine Sonderfahrkarte, die nur an einem bestimmten Tag gültig ist, am Donnerstag, den 11. Aber Sie verstehen mich nicht. Doch, ich verstehe Sie sehr gut. Sie verstehen mich nicht.
Ich kann diese Fahrkarte nicht umtauschen. Aber, Bitte, es warten noch andere Reisende. aber ich kann... Auf Wiedersehen. As you heard there, the passenger was not successful in his attempt to change his ticket. And finally, the clerk had to ask him to make way for other passengers waiting to be served. Bitte, es warten noch andere Reisende. Still on the subject of travel arrangements and problems, in a moment you can hear a telephone conversation between a taxi firm and a woman with a very important appointment. Aber zunächst wie immer ein paar neue Wörter und Ausdrücke. Bitte wiederholen Sie die deutschen Vokabeln nach dem zweiten Mal. Das Standesamt. The registry office. Das Standesamt. Jeder. Everybody. Jeder. Zur Verfügung. Available. Zur Verfügung. Zur Zeit. At present. Zur Zeit. Vor. Before. Vor. Ich heirate. I'm getting married. Ich heirate. In Ordnung. Okay. In Ordnung. Helfen Sie mir. Help me. Helfen Sie mir. In einer halben Stunde. In half an hour. In einer halben Stunde. Erzählen. To tell. Erzählen. Ledig. Single. Ledig. In Unit 11, when Sonia was describing her marital status, you heard another word for single. Alleinstehend. Sie sind alleinstehend, so wie ich. By the way, just before we recap those new words and phrases, a cultural note about weddings in Germany. Über die Eheschließung in Deutschland. A wedding ceremony. Eine Hochzeit. A wedding ceremony may take place In einer Kirche. in a church In einer Kirche. or even in a cathedral. Oder sogar in einer Kathedrale. But because Germany is a lay state, the wedding process is not complete without a civil ceremony at the registry office before you get to the church. The civil part can precede the religious ceremony by several days, but in many cases, couples have both ceremonies on the same day. Unfortunately, the woman in this next dialogue seems to have left her travel arrangements Zum Standesamt. to the registry office a bit late. And as you'll hear, being late could be disastrous for the woman's wedding plans. Why? Weil das Standesamt in einer halben Stunde zumacht. Because the registry office closes in half an hour. Und jetzt noch einmal alle neuen Vokabeln. Ich heirate. Zur Verfügung. Zur Zeit. In einer halben Stunde. In Ordnung. Das Standesamt. Erzählen. Jeder. Vor. Helfen Sie mir. Ledig. Und jetzt zu unserem Gespräch. The woman on the phone needs to get to the registry office very soon, but there are no taxis available. If the man in the taxi office can't find a taxi, what does he suggest will be the outcome? Bitte hören Sie zu. Hallo? Guten Tag. Ich brauche ein Taxi. Natürlich, gern. Wo sind Sie denn? Hohenzollernstraße 103 in Schwabing. Hohenzollern 103 in Schwabing. Gut. Und wohin wollen Sie? Ich muss zum Standesamt. Es ist sehr wichtig. Das sagt jeder. Um wie viel Uhr brauchen Sie denn morgen das Taxi? Morgen? Warum denn morgen? Das Taxi.
Wie bitte? Das Taxi für morgen. Aber nein, nicht für morgen. Ich brauche das Taxi heute. Jetzt. Sofort. Also, das tut mir sehr leid, aber das geht leider nicht. Wie, das geht nicht? Ich habe zurzeit keine Taxis zur Verfügung. Und ich werde vor 1:30 auch keine haben. Vor 13:30 Uhr gibt es keine Taxis. Aber ich brauche sofort eins. Ach, das sagen die Leute immer. Alle brauchen immer sofort ein Taxi. Nein, Sie verstehen mich nicht. Ich heirate in 15 Minuten. Nein, in 12 Minuten. Nein! Doch! Ist er in Ordnung? Ja. Ist er nett zu Ihnen? Helfen Sie mir bitte. Das Standesamt macht in einer halben Stunde zu. Stimmt das, was Sie da sagen? Erzählen Sie mir nicht bloß eine Story? Ganz bestimmt nicht. Also gut, ich versuche für Sie ein Taxi zu finden. Oh, wirklich? Ja, ja. Oh, vielen, vielen Dank. Bitte. Aber wenn Sie keines finden? Wenn ich keines finde, tja, dann bleiben Sie ledig. So, what does the man in the taxi office tell the bride-to-be if there's no taxi available? Sie bleiben ledig. You'll stay single. We move on now to the underground railway system in Munich. Die U-Bahn. In this system, and also with its equivalents in other German towns, Mit der U-Bahn fahren? is roughly the same as taking the tube in London or the subway in New York. And of course, if you're short of time and the system's working properly, going on the U-Bahn can be quicker Schneller? than going by car, Mit dem Auto? by bus, Mit dem Bus? or by taxi. Mit dem Taxi. The Munich Underground may look a bit complicated, but it is in fact relatively simple to use. It's run by the MVV. which is an acronym for Münchner Verkehrsverbund. all the U-Bahn lines have numbers. They're called U1, U2, U3, U4 and so on. The U being, of course, an abbreviation for U-Bahn. you can look up all the lines on big maps in the station or on the platform. Auf dem Bahnhof oder am Bahnsteig. But there are also large electronic signs on each platform indicating the terminus of the line in that direction. For example, the line, Die Linie the line which goes to Feldmoching, in one direction, goes to Messestadt West und Messestadt Ost. in the other direction. And as you may remember, those two stations are the ones for the big exhibition centre in Munich. The line that runs from the centre of town to the exhibition centre is called U2. But at peak times, there's another line that serves the exhibition centre, U7, aber nur bei Großmessen. but only when there are really big exhibitions going on. Großmessen. Exits are indicated on the platform with large signs with the word for exit. Ausgang. Underground trains in Munich are frequent and quick. Normally you have to wait just a couple of minutes before the next train arrives. People in Munich calculate their journey times by counting the stations to their destination. It shouldn't take longer than 1 minute from one station to the next. Es dauert nicht länger als eine Minute von einem Bahnhof zum nächsten. By the way, on some older trains, the carriage doors do not open automatically. You have to open them. In order to do so, you have to turn a handle at the doors. They're double doors. If you only turn one handle, you only open one half of the door. But if you turn both handles, both parts of the door will move and the doors will be fully open. Beide Seiten öffnen sich und die Tür geht ganz auf. As to how much it costs, well, that depends on how far you travel. Munich and its immediate surroundings have been divided up into several rings. There are 2 inner rings, or central zones if you prefer that term, and several outer ones. The further you travel, the more rings you cover, and the more expensive it becomes. The number of rings determines the cost of your journey. It sounds a bit complicated, but don't worry. It's fairly easy to find out how much you have to pay. Wie viel Sie bezahlen müssen. You can ask at the ticket office at the station, Sie können am Schalter im U-Bahnhof fragen. where you can also buy your tickets.
Or you can have a look at one of the blue ticket machines. Die blauen Fahrkartenautomaten haben auch Informationen über die Preise. Es gibt sie in jedem U-Bahnhof. You'll find these machines in all underground stations. Don't worry if you don't have any small change. Most machines take banknotes as well and give you change. Die meisten Fahrkartenautomaten nehmen auch Geldscheine an und geben Wechselgeld zurück. There's a wide range of tickets on offer. Einzelfahrscheine, Single tickets, Tageskarten, one-day travel passes, Partner-Tageskarten, one-day travel passes for you and your partner, or 3-Tage-Karten. 3-day travel passes. Or, and this is probably what you should opt for, Streifenkarten. multiple journey tickets. There are Streifenkarten für Erwachsene, multiple journey tickets for adults for 5 journeys and Streifenkarten für Kinder. multiple journey tickets for children. Once you've bought them, you only have to find out how many stripes you need to get stamped by the little machine at the gate, and off you go. But, as you may remember from an earlier dialogue with Jane and Stefan on the U-Bahn, always get your ticket stamped before you start your journey. Otherwise, you may have to pay a fine of €40. And beware, ticket inspectors are everywhere, Kontrolleure sind überall. especially on underground trains. But the underground is not the only means of public transport in Munich. There is also an excellent network of buses and trams. On every bus and tram, you find a machine where you can have your ticket stamped en route, so to speak. You can buy tickets at all U-Bahn stations, bus stations and tram stops. Another place to buy them is at a stationer's, Ein Papiergeschäft. which will have a sign in the window with the MVV-Logo. In a moment, you can hear a conversation at an U-Bahn ticket office. But first, some new language. Bitte hören Sie zu und wiederholen Sie die Wörter nach dem zweiten Mal. Ich habe recht. I am right. Ich habe recht. Billiger. Less expensive. Billiger. Teurer. More expensive. Teurer. Und noch einmal alle neuen Vokabeln. Ich habe recht. Billiger. Teurer. Und jetzt zu unserem Gespräch am Fahrkartenschalter. Yes, listen to this conversation at the ticket office as a woman, newly arrived in Munich, asks for a ticket for herself and her husband. 2 Einzelfahrscheine bitte. 2? Da ist eine Streifenkarte billiger. Ja. Und wie viel kostet eine Streifenkarte? 9,50 €. Und ein Einzelfahrschein? Der ist viel teurer. 2,10 €. Ah ja, Sie haben recht. Die Streifenkarte ist billiger. Tja, natürlich habe ich recht. Das ist mein Job. Möchten Sie jetzt eine Streifenkarte oder 2 Einzelfahrscheine? Ich möchte eine Streifenkarte. Sehr gut. Hier, bitte sehr.